Das ist Mandy, eine Königin. Hallo, ich bin Julia Krajewski, das ist Mandy, Amande de Bneville. Wir haben zusammen Gold gewonnen in Tokio. Herzlich willkommen hier in Warendorf. Julia, mega cool, dass wir heute bei dir und deiner Mandy hier in Warendorf sein dürfen. Wir wollen dich und dein Goldpferdchen natürlich heute auch ein bisschen besser kennenlernen. Das werden wir auch im Laufe des Magazins. Aber ich würde vorschlagen, wir starten einmal mit einer Schnellfragerunde. Du darfst dich entscheiden, darfst aber auch gerne was zu den einzelnen Sachen sagen und erklären. Okay. Bereit? Ja. Los geht's mit einer Frage, die nicht anders sein kann, nämlich Dressur, Springen oder Gelände. Dein Favorit? Je nach Pferd mit Mandy Gelände. Aber alle springenden Disziplinen sind bei uns ein bisschen höher im Kurs. Auf dem Turnier Pasta, Pizza oder Pommes? Pasta. Ich habe einen italienischen Freund. Das ist natürlich schon Deluxe. Isst du lieber im Restaurant oder bei ihm? Seit es mein Freund ist bei ihm. Wenn du mal ein bisschen Freizeit wirklich hast und abends auf der Couch sitzt, eher ein Buch lesen oder was streamen? Eine Serie, einen Film? Eigentlich eher Buch. Was so? Historische Romane lese ich gerne. Wir fahren hier immer wieder spannende Sachen, die man so vielleicht gar nicht gedacht hätte. Sehr cool. Wenn du in den Urlaub fliegst, eher ans Meer oder in die Berge? Gerne beides eigentlich. Ich war kürzlich in Costa Rica. Da hat man innerhalb von 2 Stunden das Meer und 2000 Meter Höhe. War sehr cool. Bist du eher Langschläfer oder Frühaufsteher? Eher leider Langschläfer. Und was es nicht immer leichter macht? es sind der körperliche Schmerzen, wenn man so früh aufstehen muss und es einem nicht leicht fällt. In der Schule warst du die Streberin oder musste man dich so ein bisschen schubsen? Es ist mir recht leicht gefallen. Ich glaube, ich hätte leicht noch besser sein können. Ich habe immer so viel gemacht, wie dann auch nötig war, aber es war dann auch ganz gut am Ende. Bist du lieber hier oder bist du lieber auf dem Turnier unterwegs mit deinen Pferden? Oder kann man das gar nicht sagen? Stellst du auch so Fragen? Sowohl als auch. Ich habe gerne auch mal bei uns diese ruhige Phase außerhalb der Saison. Aber wenn wir dann in der Saison wirklich, man ist ja dann so im Flow, also jede Woche schon losfahren, jetzt? Dann ja doch, ist man auch gerne unterwegs. Kann wieder losgehen. Ja. Julia, hier in Warendorf wurde ja auch so ein bisschen der Grundstock für das gelegt, was ihr dann in Tokio erreicht habt. Die Goldmedaille, die ist jetzt circa 6 Monate her. Was hat sich seitdem für dich verändert? Also ich glaube, dass der größte Unterschied zu vorher ist, dass man irgendwie präsenter ist, mehr Leute kennen einen. Am Anfang war natürlich einfach, ja, jeder, der einen getroffen hat, hat ihm gratuliert und was gesagt. Und man hat wirklich gemerkt, dass man viele Menschen damit berührt hat. Das ist auch vielleicht so ein bisschen meine Story, ging ja auch oft genug bergauf und bergab. Und viele gesagt haben, Mensch, das ist so cool. Und irgendwie hat mir das den Glauben daran gegeben, dass es sich lohnt, weiterzumachen. Und das hat mich schon wirklich selbst auch getoucht. Also dass ich das gemerkt habe, da kannst du auch Leute mit greifen. Und seitdem, ja, also war vorher schon nicht langweilig. Seitdem hat man vielleicht noch mehr zu tun. Natürlich viel Presse und trotzdem läuft natürlich der Alltag auch weiter. Und so ein bisschen Standing hat man dann natürlich jetzt auch. Das ist auch ganz nicht schön, unangenehm. Ja. Ist der Druck denn auch größer? Also man ist natürlich automatisch mehr Vorbild, glaube ich jetzt. Rennt man irgendwo ein M springen und sonst hat es keinen interessiert und jetzt wird man natürlich immer als Olympiasieger angekündigt. Also kann ich jetzt so ganz gut mit umgehen, aber das fällt einem dann so nach und nach auf. Jetzt für die nächste Saison mit Mandy selber, klar, die Leute warten immer viel, aber es ist schon auch klar, dass man jetzt natürlich nicht immer gewinnt. Auch gerade in der Vielseitigkeit reitet man ja dann auch manchmal eher taktisch, dass man sagt, die Prüfung ist ein Warm-up und da will ich jetzt nicht schnell reiten, also ich werde einfach jetzt auch nicht gewinnen. Das sehe ich relativ entspannt. Ich glaube, also für mich selber war es jetzt einfacher, ich habe es halt irgendwie bewiesen. Vorher hatte ich eher mal das Gefühl, immer wenn es nicht geklappt hat, musste ich erst recht beweisen, dass ich es kann. Und so bin ich fast jetzt ein bisschen entspannter, glaube ich. Aber mal sehen, die Saison hat ja noch nicht angefangen.
bewiesen hast du es definitiv. Und eins darf man ja auch noch mal rausstellen. Du bist ja die erste Frau, die in der Vielseitigkeit Gold gewonnen hat. Ist das für dich noch mal was anderes? Ich meine, das Thema Gleichberechtigung ist gerade überall groß. Macht das für dich einen Unterschied? Ja, tatsächlich war mir das gar nicht so klar. Wir hatten ja damals mit Bettina fast eine Frau, die gewonnen hatte. Und bei uns in der Disziplin sind aktuelle Europameisterin, Weltmeisterin, das sind alles Frauen, so dass es vielleicht an der Zeit war, dass jetzt mal eine Frau Olympiasiegerin geworden ist, hatte ich jetzt vorher nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, rein was das Reiten angeht, gibt es so viele verschiedene Pferde, dass man jetzt nicht sagen kann, da haben wir einen großen Nachteil. Aber ich finde, es passt ganz gut in die Zeit. Die Goldmedaille hast du nicht ganz alleine gewonnen. Du hast dir tatkräftige Unterstützung in Form von Wendy geholt. Und die hat wirklich alles gegeben. Und bevor wir gleich mit dir über sie sprechen, wollen wir sie jetzt erstmal ein bisschen näher kennenlernen. Also sie ist kein Schmusepferd, das steht schon mal fest. Sie ist jetzt nicht wie die Wallache, die gerne mal kuscheln. Sie ist da einfach ein Mädchen, da ist sie einfach eine Stute. Mal möchte sie das, aber dann möchte sie das auch lieber nicht. Wenn es ums Essen geht, ist sie immer ganz vorne weg. Das geht immer gut, ne? Möchen geht immer. Sie ist toll vom Charakter, aber man muss sie halt so ein bisschen so nehmen wissen. Die ist brav, die geht gerne spazieren mit dir und die wälzt sich am Strick. Und die hat schon einen tollen Charakter. Also so ist die wirklich, wirklich artig. Was haben wir gesagt? Eigentlich ist sie Prinzessin. Eigentlich ist sie ein richtiges Mädchen. So wie jetzt, dann mag sie kuscheln, dann findet sie das toll und im nächsten Moment mag sie es wieder nicht. Aber eigentlich ist sie ein richtiges Mädchen. Wir haben es gerade auch schon von deiner Pflegerin Sandra gehört, was für ein spezielles, tolles Pferd Wendy ist. Wunderschön ist sie eh. Aber was sagst du denn so über ihren Charakter? Ja, sie ist eine absolute Stute. Prinzessin, vielleicht nicht mal mehr, sondern ich glaube, sie fühlt sich schon noch ein bisschen wichtiger. Eine Königin. Eine Königin. Und so lebt sie auch ihren Alltag. Es gibt Dinge, die mag sie gerne und es gibt Dinge, die mag sie nicht so gerne. Und über manches müssen wir Kompromisse schließen und anderes wird halt vermieden. Die Untertanen haben sich dementsprechend zu verhalten. So ungefähr. Du kennst sie natürlich sehr, sehr gut. Du hast sie seit 6-jährig. Genau. Hast sie selber dann im Prinzip ausgebildet von da an. War sie so eine Musterschülerin oder das hört sich eher so ein bisschen an, als hättet ihr auch mal die eine oder andere Diskussion gehabt? Also sie ist auf keinen Fall ein Pferd, was nicht motiviert ist. Sie möchte immer, es sind immer eher 20% zu viel als zu wenig. Und so war es auch immer in der ganzen Ausbildung. Also das Springen war schon immer übermäßig gut. Ich habe eigentlich 5 Jahre geübt, das in normale Bahnen zu bringen. Und auch beim Dressurreiten ist jetzt nicht, dass sie nicht vorwärts geht, sondern eher, muss man sagen, ein bisschen weniger tut es auch. Ja, und dann, ich sag mal, so körperlich ist sie vielleicht auch eher springmäßig konstruiert, sodass ihr dann Tragen und richtig Stellung und Biegung und Selbsthaltung schon einfach schwer fiel. Das hat ein paar Jahre gebraucht. Ich wusste schon immer, dass sie sehr besonders ist, aber es hat einfach lange gebraucht, um dieses sehr viel von allem zu normalisieren. In Bahnen zu lenken. In Bahnen zu lenken, genau. Du sagst gerade, du wusstest von Anfang an oder sehr früh, dass sie besonders ist. Also hattest du wirklich das Gefühl, okay, ich bilde hier einen kommenden Superstar aus? Hattest du das so, hat man das Gefühl oder wusstest du nur, okay, die wird ihren Job mal richtig gut machen? Ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn mal alles zusammenkommt, dann wird es richtig, richtig gut. Aber das Gefühl, dass wirklich alles zusammenkommt, also Dressur entspannt und gut, Springen lässig genug, also wenn sie einen Fehler macht, dann weil sie zu doll ist. Gelände, auch ruhig genug. Da habe ich am Anfang recht viel Zeit damit verbracht, sie zu bremsen. Das ist so, also Ende letzten Jahres, Ende 2020, Anfang 2021 erst bekommen, dass ich dachte, ich glaube, jetzt habe ich es. Und dann ging es auch plötzlich steil bergauf. Durch die Decke. Dass ihr beide einiges richtig, richtig gut miteinander gemacht habt. Ich glaube, das ist selbst erklärt, aber wir schauen dir hier gerne auch ein bisschen richtig hinter die Kulissen. Gab es auch Tage, wo du gefühlt hast,
ey, ich steige jetzt ab und ich lasse das sein mit der, das ist nicht, heute nicht, morgen nicht? Nur also, wenn sie so richtig rossig ist, dann, das merke ich ja beim Aufsteigen. Ja. Also dann wollen wir nicht so viele Seitengänge machen so gerne oder komplizierte Dinge. Also da ist sie einfach Stute. Also, dass ich aufgebe, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber das bin ich auch nicht. Ich bin eher so, okay, irgendwas klappt nicht, wo ist das Problem? Und dann suchen wir nach einer Lösung. Und sie ist ganz, ganz sensibel, so Thema Sattel. Und das, wenn irgendwas nicht 100% sitzt, dann merkt man das auch direkt. Und ja, so über die Jahre tüftelt man sich dann so sein System aus. Und ja, sie wird natürlich auch immer geschmeidiger und immer besser, aber ja, manche Tage ist sie ein bisschen mehr an. Das ist so. Aber das genießt du ja vielleicht ja, auch manchmal, oder? Im Springen ist das super, im Gelände ist das super und mittlerweile weiß ich auch, okay, wenn sie ein bisschen griffig ist, dann gehen wir halt erstmal galoppieren und dann machen wir Dressur. Also ist sie eigentlich ein ganz guter Beweis, dass es eben nicht nur ein gutes Pferd und eine gute Reiterin bedarf, sondern eben auch gutes Management, oder? Ja, ganz bestimmt. Ich glaube, dass man, wenn man ein Pferd jung bekommt, kann das in beide Richtungen gehen. Auch wenn die Qualität des Pferdes erstmal gut ist. Und da gehört ganz viel zu. Das ist wie so ein Gesamtkunstwerk. Ein Teil dieses Puzzles wollen wir uns jetzt anschauen, denn natürlich wollen wir dich auch super, super gerne im Sattel sehen. Das heißt, ich schnapp mir jetzt gleich mal ein Stühlchen und du darfst gerne einmal satteln. So machen wir das. Das ist im Grunde auch das, was ich in der Saison oder sobald die Sonne wieder hochkommt, ja, so einmal die Woche mit ihr mache. Also tatsächlich ein bisschen das Arbeiten im Wasser und bergauf, bergab. Und bei ihr ist es wesentlich einfacher, sie so dressurmäßig zu arbeiten, als das regulär auf dem Platz zu machen, weil das einfach nicht so ihre Lieblingsbeschäftigung. Aber das Ergebnis ist mindestens dasselbe, wenn nicht sogar besser, sich da so ein bisschen mit Wasser oder einem Hügel zu helfen. Wobei sie natürlich am liebsten hier Geländetraining macht und auch ein bisschen darauf wartet, dass es wieder losgeht. Eigentlich ist es nicht so spektakulär, wobei wir natürlich in der Saison schon einen recht durchgetakteten Plan haben. Alle 5, 6 Tage fahren wir an den Berg zum Galopptraining. Danach den Tag ist meistens Schrittausritt oder Wiese, höchstens mal ein bisschen locker. Dann ja, springen wir in der Regel einmal die Woche, in der Saison vielleicht sogar weniger, dann nur vom Turnier. Zwischendurch ist immer mal ein Geländetraining und dann ja, 1-, 2 Mal tatsächlich Dressurtraining mit Dressursattel und ansonsten Ausreiten oder so, was ich heute gemacht habe. Locker und zufrieden halten und trotzdem natürlich müssen wir irgendwie genug tun, um fit genug zu sein. Aber wenn man das dann so durchgeplant hat, dann ist auch selten Langeweile. Eine Olympiasiegerin beim Reiten zuzuschauen, das hat schon wirklich Freude gemacht. Vielen Dank, dass ich dir zugucken durfte. Mandy ist nicht das erste Pferd, was du ausgebildet hast. Macht dir generell die Ausbildung von jungen Pferden Freude? Ja, macht's. Mir macht das immer Spaß zu sehen, wie die Pferde sich entwickeln. Und es ist so viel schneller befriedigend, wenn die dann das erste Mal den Hals fallen lassen oder richtig angaloppieren können oder das erste Mal über eine Wassermatte gesprungen sind und man denkt, wow, cool. Und wenn man nämlich irgendwann auf einem sehr hohen Niveau ist, dann arbeitet man 4 Wochen darauf hin, den fliegenden Wechsel für eine 8 statt für eine 7 zu springen. Und das ist ja dann sehr Kleinstarbeit. Ich glaube, so die Arbeit mit den jungen Pferden ist eigentlich das und grundsätzlich Ausbilden von Pferden und Pferde entwickeln, das, warum ich meinen Job mache. Und klar will ich gut sein und das, was ich mache, das mache ich auch immer mit 110%. Und daraus kommt dann, glaube ich, der sportliche Erfolg. Du hast gerade gesagt, das ist so ein bisschen dein Job. Du hast ja wirklich genug zu tun, hast aber ja noch eine Baustelle mehr im positiven Sinne, denn du bist ja auch als Trainerin für den Nachwuchs unterwegs. Genau, ich habe jetzt ein paar Jahre die Junioren betreut. Seit diesem Jahr bin ich mehr im U25-Bereich tätig und das ist praktisch ein Standbein.
Also ich lebe ja nur vom Pferdesport, vom Ausbilden von Pferden und hier manchmal wird auch einer verkauft, nicht so häufig und halt auch vom Trainieren, gebe Lehrgänge und ich betreue halt auch die Nachwuchsreiter und finde das ganz spannend und auch also immer wieder lehrreich für einen selber, mal unten zu stehen und eine Lösung finden zu müssen. Und das gibt mir auch immer wieder mal Inspiration fürs eigene Reiten. Aber aktuell macht dir das eigene Reiten noch mehr Spaß? Kann man das überhaupt sagen oder ist es 50-50? Mache ich beides gerne. Ich glaube, kann mir das eine oder das andere eigentlich nicht vorstellen. Ist beides mein Job. Und als Trainerin sehen wir dich jetzt auch. Das wollen wir uns natürlich auch so ein bisschen anschauen. Du hast eine Schülerin für uns eingeladen. Wer ist denn das? Genau. Das ist Antonia Baumgart, die tatsächlich mit mir schon in meinem ersten Junioren-Bundestrainerjahr Mannschaftsgold gewonnen hat auf der Europameisterschaft und ja seit vielen Jahren Schülerin von mir, aktuell hier am DOKR. Und sie reitet mittlerweile Vielseitigkeit bis 4-Stern-Niveau und reitet heute aber eines ihrer Nachwuchspferde und wir machen ein bisschen Springgymnastik. Ein bisschen Springgymnastik und wir schauen euch zu. Da haben wir hier schön ein paar Cavaletti stehen, einzeln. Und die nutzt du immer, um erstmal ein bisschen Rhythmus reinzukriegen in deinen Galopp. Und immer, wenn sich das anbietet, reizt du ruhig einen Handwechsel über das Cavaletti. Gut, sehen, dass du mit der inneren Hand weich genug bleibst. Einfach Druck in den inneren Bügel bringen. Gut, sehr schön. Jetzt haben wir natürlich ein herrlich richtiges Pferd. Landet immer richtig. Okay, gut. Wenn du jetzt das Ganze auf der anderen Hand machst, guck mal, dass du sie ruhig einen Ticken höher noch lässt. Dass du sie jetzt mehr in der Haltung hast, wie du auch am Ende zum Sprung reiten würdest. Jetzt wieder mehr Galopp und dann schließt du sie wieder in der Wendung zum Cavaletti. Gerade halten, außen einrahmen. Total simpel, also kann ja jeder machen, sich mal Cavaletti hinstellen oder über eine 8 oder wie auch immer und einfach mal üben, gerade bleiben, wechseln oder im richtigen Galopp landen. Hoch bleiben, Wade dran lassen. Oh, richtig, das machst du ruhig direkt nochmal. Noch mehr darauf achten, dass du in der Mitte bleibst. Gut. Sehr gut. Wieder mittig. Und jetzt aus der Wendung raus gleich ganz deutlich die Mitte reiten wollen, still im Oberkörper bleiben. Gut. Und wieder linke Wade. Okay. Gut, einmal zum Schritt parieren. Wir haben dich jetzt gerade beim Training gesehen. Haben deine Schüler manchmal so ein bisschen Puls oder sind die aufgeregt, weil sie mit einer Olympiasiegerin trainieren oder kennen die dich einfach als Julia und die wissen, wie du bist? Ich glaube, die Kamera ist schlimmer. Ja? Also die mich kennen, beziehungsweise, ich sag mal, 99% meiner Schüler haben ja auch schon vorher mit mir trainiert. Vielleicht sind sie einfach aufgeregt, weil sie Respekt vor mir haben, weiß ich nicht. Nein, hoffe das soll ich ja auch so sein, so ein bisschen. Wenn dann, glaube ich, eher, wenn ich Lehrgänge irgendwo gebe. Das bestimmt. Alle so ein bisschen Nervenflattern. Genau. Weiß man ja auch immer nicht. Und, meine regulären Schüler, will ich mal hoffen, können recht entspannt am Unterricht teilnehmen. Aber ich bin auch streng genug, glaube ich. Aber fair, hoffe ich. Wir fragen deine Schüler dann einfach nochmal. Nervenflattern kann man ja nicht nur im Unterricht haben, sondern auch wenn es dann zum Turnier geht, Wettkämpfe, Championate eventuell anstehen. Hast du da einen Tipp für junge Reiter, jetzt nicht unbedingt nur für deine, sondern auch vielleicht für unsere Zuschauer, was man machen kann, um so das Adrenalin in den Griff zu kriegen? Oder muss man es in den Griff kriegen? Also man muss zumindest so damit umgehen können, dass man handlungsfähig bleibt, sag ich mal. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Charaktere. Die einen sind besser unter Stress, die anderen schlechter. Mir hilft es immer total, einen Plan zu haben. Also zu wissen, ich bin super gut vorbereitet, das passiert dann, mir aufzuschreiben, was machen die Pferde morgen, wie viel sitze ich drauf, wann wird eingeflochten, abgegangen und so weiter. Und auch alles wirklich detailliert durchzugehen, also von der
Aufgabe, also ich setze mich auch wirklich hin vorm Aufsitzen und gehe das alles im Kopf durch wie so ein Film oder Geländekurs abends vorm Einschlafen nochmal mit allen Eventualitäten, die vorkommen können. Und dann, bei mir ist es beschäftigt halten. Also ich kann dann nicht so gut rumsitzen und nichts tun, sondern ich mache dann irgendwas und bleibe in Gang, um nicht zu viel darüber nachzudenken, was alles schiefgehen könnte. Ich glaube, das ist ganz wichtig, sich vorzustellen, was funktioniert gut und was soll am Ende dabei rauskommen. Also bestes Beispiel Tokio. Ich habe mir tatsächlich nicht vorm Springen vorgestellt, einen Fehler zu haben, sondern eher, wie cool es wäre, auf dem Treppchen zu stehen. War cool, oder? Abnormal, aber klar muss man im Vorfeld irgendwie drüber nachdenken, was kann nicht, also was könnte passieren, aber dann das Ganze sich positiv vorstellen und nicht zu viel daran zweifeln, was alles schiefgehen könnte. Also nicht nur Tokio hat ja geklappt. 2018 zum Beispiel hast du auch einen sehr schönen Erfolg in Aachen, Ja. den SAP Cup gewonnen mit Chipmunk. Kannst du dich da noch so an deine Vorbereitung erinnern? Ja, ich sag's ganz ehrlich, ich hatte gerade, mein LKW brauchte neue Bremsen und neue Reifen und das war sehr teuer und ich habe im Vorfeld gedacht, also das ist echt eine hohe Rechnung, wenn das jetzt hier nicht läuft, dann ist es schwierig. Und das hat mir dann natürlich sehr dabei geholfen, die Rechnung zu bezahlen. War wirklich so, also ich hatte erst Samurai Duto am Start, was nicht gut war, der war nicht gut drauf an dem Tag und dann hinten raus Chipmunk und hatte tatsächlich ein bisschen Druck, dass es auch besser hätte funktionieren sollen. Und dann bei denen jetzt 2 ganz verschiedene Pferde und dann einfach Plan gemacht, fokussiert, losgeritten und dann war es natürlich abnormales Gefühl in diesem Stadion. Dann ist natürlich, wenn man dann als Letzter ins Ziel kommt und sieht, man hat gewonnen und dann gehen die Leute total ab. Mega. Also das ist auch was, vergisst man nie. Also die Erfahrung in Aachen war nicht nur Druck wegen der Rechnung, sondern du hattest dann auch Spaß, Dann Freude war's und es war dann super. schön. Erst war es ein bisschen stressig und dann war es umso besser, aber ist ja meistens so. Jetzt haben wir viel über Aachen gesprochen und wir wollen uns natürlich auch einige schöne Momente von dir in der Aachener Sörs anschauen. Und zwar aus dem SAP Cup 2018 mit Chipmunk. Let's enjoy the moment of Chipmunk and Yulia Karajewski claiming the individual title here in CIC 3-star in Aachen. Looking at the clock there and then punching the air as she realises she's done it. Was mir mega gut gefällt, ist, wie offen du alles so erzählst und das irgendwie nicht so hinter verschlossenen Türen hältst, sondern wirklich so offen bist. Und wir wollen dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Wir haben uns noch ein Spiel für dich ausgedacht. Und zwar habe ich einige Begriffe und du darfst einfach ganz spontan erzählen, was dir dazu einfällt. Okay. Du brauchst keine Angst haben. Vorbilder. Also ich glaube, es hat mich immer schon fasziniert, wenn Menschen irgendwas richtig gut können. Und ich hatte jetzt nie ein Vorbild. Sicherlich jetzt so aus unserer Disziplin und unserem Sport, Ingrid und Bettina, die waren immer irgendwo da oben. Und als ich hier hingekommen bin und Bettina war da, bin ich sehr erstarrt vor Ehrfurcht. Man merkt ja meistens, das sind auch nur Menschen. Und auch die anderen Vielseitigkeitsreiter hat man irgendwann mal getroffen und es ist eine coole Truppe und jeder ist da sehr offen. Aber mich beeindruckt das, wenn Menschen sehr gut in irgendwas sind und auch langfristig gut. Hobbys. Ja,
Also so im täglichen wenig tatsächlich, weil wenn ich dann mit Reiten und Unterricht fertig bin, dann schaffe ich es vielleicht noch 1-2 Mal die Woche irgendwie Sport zu machen. Das mache ich auch gerne, aber das würde ich jetzt nicht als Hobby bezeichnen. Ja, und dann macht man ja seine Buchhaltung und wir wissen ja, wie das ist. Aber dann lieber, wenn mal Zeit ist, dann nehme ich lieber mal 3 Tage frei und fliege irgendwo hin, fahre irgendwo hin. Also Städtereise oder neue Orte in der Welt sehen. Also eigentlich brauchst du dann schon wirklich so einmal 2-3 Tage komplett abschalten. Also ich mache jetzt nicht jeden Abend 1 Stunde irgendwas, sondern dann arbeite ich lieber viel und dann 3 Tage was anderes. Rückschläge, ja, davon gab es viele. Ich würde sie vielleicht nicht alle aufzählen, aber im Nachhinein glaube ich, dass ohne die Rückschläge ich wahrscheinlich auch jetzt nicht da wäre, wo ich bin. Nochmal erleben will man es natürlich trotzdem nicht, aber was man in jedem Fall lernt, ist, dass es immer wieder bergauf geht. Und auch wenn man denkt, schlimmer geht es nicht mehr, irgendwie, es geht ja immer weiter. Und ich habe auch über mich selber gelernt, dass ich irgendwie dann doch wieder immer die Motivation finde und, glaube ich, einfach meinen Job unheimlich gerne mache und sehr gerne reite und im Zweifelsfall halt reiten gehe. Und man ja weiß, welche Menschen zu einem stehen. Von daher, ja, ich verzichte gerne drauf, aber irgendwo hat es auch dann immer, wenn auch sehr langfristig, ein positives Outcome. Schwestern habe ich 2. 2 jüngere, die auch, wie man so schön sagt, eine ordentliche Arbeit sich gesucht haben. Was machen die? Die eine ist Anästhesistin in Hamburg im Krankenhaus und die andere, jetzt wird sie mit mir böse sein, die macht so mit Marketing. Marketing. So ein, das ist so, ich weiß nicht genau den Begriff. Okay. Arbeitet in München. Greta und Clara heißen die. Greta und Clara. Sind auch mal geritten, aber bis Bundeschampionat und Deutsche Meisterschaft, aber haben dann, wie gesagt, einen ordentlichen Job gelernt und machen das jetzt nur noch so. Zwischendurch mal zum Spaß. Okay, der letzte Begriff? Druck. Ja, kenne ich. Gibt ja verschiedenen Druck. Den man sich selber macht und den es einfach von außen gibt. Und beides ja irgendwie sehr verschieden. Und ich glaube, ich kann fast besser mit Druck von außen umgehen, aber nun habe ich auch schon irgendwie alles durch. Und der eigene Anspruch ist fast oft schwieriger. Beziehungsweise Druck von außen kann man sich ja auch immer mal so ein bisschen von abschotten. Und der Druck, den man sich selber macht, der ist doch manchmal... Den Kopf kriegt man nicht aus, ne? Genau, den Kopf kriegt man nicht aus. Da bin ich auch nicht besonders gut drin. Aber ja, unterm Strich war es jetzt bei mir so, dass doch einfach auch immer sehr viel sehr gut lief und ich mir dann sagen konnte, okay, du machst es nicht so falsch. Und auch da hilft mir das immer, einfach mit Freunden zu sprechen oder den Menschen, wo ich weiß, die kennen dich, die sind ehrlich, aber die helfen dir auch in die richtige Richtung, wenn es mal schwer ist. Du hast gerade eigentlich die perfekte Überleitung mir geboten, als du über Menschen gesprochen hast, die vielleicht der enge Kreis sind oder dir Ratschläge geben, die für dich da sind, dich im Zweifelsfall auch auffangen. Ich habe nämlich eine Überraschung und eine Nachricht. Man muss einfach zu Julia sagen, sie ist eigentlich so der perfekte Coming Star gewesen. Sie hat alle Altersklassen durchlaufen mit Championaten, von Ponyreiter angefangen, Junioren, junge Reiter, bis hin in den Seniorensport. Das ist schon eigentlich so, wie man es möchte. Deshalb gibt es ja diese Nachwuchsklassen und das hat sie alles super durchlaufen, super erfolgreich, auf verschiedensten Ponys und Pferden. Also das war einfach klasse. Und dann hat sie natürlich auch speziell mit Samurai Detour und Chipmunk ja auch Prüfungen gewonnen von allerhöchstem Niveau. Pech war eben die Olympischen Spiele in Rio. Ist im Scheißtag gewesen. Kann jedem passieren. 2017 die Sache in Strecker. 2018 Chipmunk, super Dressur, Overnight Leader. Dann auch im Gelände einmal daneben gegangen. Also war immer was so. So, und dann hat sie eigentlich alles richtig gemacht mit Amont. Sie hat dieses Frühjahr bei der Saisonplanung 21 hat sie gesagt, ich fahre nach Saumur. Wenn, dann muss ich einen raushauen, damit ihr auf mich aufmerksam werdet. Und das hat sie gemacht. Dann kam nochmal Deutsche Meisterschaft und dann kam eben, ja, das war einfach ein Traum in Tokio. Also ich glaube, in dem Moment mal sagen, das war mehr als verdient und es war souverän. Es hat mich unheimlich gefreut für sie, weil die hatte harte Jahre hinter sich mit
der Kritik durch die Fachpresse und alles, was wir erlebt haben. Und wenn man dann so eine Nummer abzieht, das ist dann toll. Und dann ist mein Wunsch erfüllt und gesagt, eines Tages stehst du da oben. Also sie hat sich unheimlich entwickelt als Mensch. Sie war ja, sie hat zusammen mit Sandra damals in der Perspektivgruppe angefangen. Sie waren sehr zurückhaltend, ich will nicht sagen schüchtern, aber sie waren so weg von zu Hause und andere Welt. Sie ist nicht so dieser Hurra-Typ, der jeden um den Hals fällt und sagt, wie geht's oder so. Ne? Aber sie ist, glaube ich, sehr, sehr stark in sich, sehr selbstbewusst. Wenn sie als Trainerin arbeitet, merkt man ja auch, was sie für einen tollen Draht zu ihren Schülerinnen oder den Junioren hat. Das ist schon klasse einfach. Aber auch, weil sie da klare Ansagen macht, wie es geht und was nicht geht. Das hat man ja auch in Tokio gesehen. Die redet wie eine Fernsehmoderatorin, wenn die da interviewt wird. Obwohl das alles sehr emotional war. Ne? Also klasse. Wirklich so, wie man sich einen Profisportler vorstellt. Ich kann nur hoffen, dass sie so bleibt, wie sie ist. Und dass sie möglichst noch lange aktiv reitet und tolle Pferde weiter ausbildet. Weil dann werden wir hier in Deutschland uns noch über viele Erfolge freuen. Schön. Ja, Hans. Hans hat natürlich mit mir viel mitgemacht, ne? Oh Mann. Aber er hat mich immer wieder nominiert zum Championat. Hat gesagt, irgendwann dann klappt's. Macht dich das froh, sowas dann auch nochmal so zu hören? Das freut einen natürlich, ne? Ich habe mit Hans, ja, jetzt ist er ja im Ruhestand, viele Jahre verbracht und hatte immer mal so das Gefühl, irgendwie hast du ihn ja gefühlt auch hängen lassen. Ich meine, jeder weiß, man macht sich mit Absicht, aber dann steht man halt da und dann hast du das Schlamassel. Ne? Und er hat trotzdem immer weiter an mich geglaubt und wie gesagt, immer gesagt, das wird irgendwann klappen und du machst es nicht verkehrt. Und ja, für mich auch super cool gewesen, ihm in Tokio zum Abschied quasi nochmal einmal die Goldmedaille zu schenken, weil ja, war jetzt sein letztes Championat. Mit dem Team waren wir nur Vierter und nach all den Jahren auf und ab war das so, ja, irgendwie besser geht's eigentlich war das optimal. Und ja, ganz cool, wie er sagte, am Anfang schüchtern. Also ich habe mich, als ich klein war, nicht mal getraut, zum Abhaken in der Meldestelle anzurufen. Oder Referate. Ich habe lieber eine Klausur mehr geschrieben, als ein Referat zu halten. Das hat man dann so über die Jahre gelernt. Aber war mir jetzt nicht in die Wiege gelegt, mit Menschen zu sprechen. Du hast sicherlich schon gemerkt, dass ich einen großen Haufen Fragen habe. Aber ich habe nicht nur meine Fragen, die ich mitgebracht habe, sondern auch einige aus der Community. Und die stelle ich dir jetzt einfach mal im Auftrag. Paula Weiß gefragt, welche oder welchen Vielseitigkeitsreiter oder Reiterin magst du am allerliebsten? Ach, je. Ist ein bisschen gemein, die Frage, ne? Also mein Freund natürlich. Die Antwort lassen wir gelten. Wie lange kennt ihr euch? Kennen schon länger, zusammen seit einem guten Jahr, 1,5. War er mit in Tokio, ja, ne? Mhm. Ja, da gibt es doch die schönen Fotos. Ja, genau. She Writes fragt, is there a special mindset that you'll need to go for an achievement on this level? If so, how do you come to this mindset? Did you create it yourself? Do you need support in this? And how did you keep this mindset? Viele Fragen. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist Durchhaltevermögen und der Glaube an einen selber. Wenn eins sicher ist, ist, dass es im Sport, also bei uns und ich glaube immer im Sport, aber auch vor allem in der Vielseitigkeit nie nur gut läuft. Jeder hat Höhen und Tiefen und mit denen muss man lernen umzugehen und dabei halt nicht den Glauben an sich selber zu verlieren. Wie schafft man das, den zu kreieren? Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich sage mal, es hilft natürlich, wenn man irgendwie schon mal was fertig gekriegt hat im Leben. Bei mir war es der Nachwuchsbereich. Ich habe gesagt, okay, ich war als junger Reiter gut, warum nicht als Senior? Es muss doch irgendwie möglich sein. Und dann, ich sage mal, auf dem Weg dahin offen für Hilfe. Ich glaube, Selbstkritik, ohne sich selber kaputt zu reden, aber offen zu sein für Verbesserungen ist ganz, ganz wichtig. Immer besser werden wollen. Wer nicht besser werden will, oder gibt doch diesen Spruch, wer aufhört, besser sein zu wollen, hat aufgehört, gut zu sein. Und ja, die Menschen finden, auf die man vertrauen kann. Elmi, wenn du dir ein Vielseitigkeitspferd selbst gestalten könntest, welches Dressurpferd und welches Springpferd würdest du wählen? Zum Beispiel Killer Queen für Springen, Showtime für die Dressur, also eine Mischung aus beiden Pferden. Wobei es ja eigentlich auch noch aufs Gelände ankommt, aber wir belassen es mal bei der Frage. Also ich will mal sagen, springen kann Mandy ja jetzt wirklich gut. Ich glaube, das waren die Springreiter auch ein bisschen beeindruckt in Tokio. Das heißt, da brauche ich keins. Dressur
ich finde ja immer, dass Dorothee Schneider ihre Pferde unheimlich schön gymnastiziert und zufrieden hat. Ich würde mal den Showtime nehmen. Showtime nehmen. Okay. Der Fürs Rest von Gelände Mandy, das bleibst ist du auch gut bei genug. Mandy. Da brauchen wir nichts. Ja, Reicht. Das ist so eine kleine Liebeserklärung, oder? Die letzte Frage. Sunny fragt, hat man denn als Olympiasiegerin noch so Ziele? Ja, es gibt ja noch auch andere Championate. Nein, eigentlich eine Schwäche von mir ist, dass es mir schwerfällt, so im Moment zu verharren. Und ich mich tatsächlich dann auch immer mal wieder dazu zwingen muss, zu sagen, das ist jetzt das richtig Krasses, was du geschafft hast. Freu dich da jetzt mal eine Weile drüber, bevor du dir Gedanken machst, wie der 7-Jährige am besten in seiner 2-Stern unterwegs ist oder was der 5-Jährige nächste Woche auf dem Turnier macht. Ich bin immer sehr schnell dabei, es vielleicht Abgehakt und auch aus weiter. der Krisenbewältigung raus nach vorne zu blicken. Aber ja, ich habe noch viel vor. Es gibt noch ein paar 5-Sterne, die ich gerne reiten würde. Ende des Jahres Weltmeisterschaft. Ich glaube, an Motivationen wird es mir nie mangeln. Also die Ziele und die Motivation werden dir nicht ausgehen. Genau. Das beruhigt uns absolut. Apropos Motivation und Ehrgeiz und so. Wir haben ja immer am Ende unserer Sendung so eine schöne Challenge. Ich weiß nicht, ob du die vielleicht schon mal gesehen hast. Die Basketball-Challenge. Ja, doch, ja. Jessie von Bredow-Werndl hat das Ganze im letzten Jahr absolut gerockt. Und wir haben uns in diesem Jahr aber gedacht, naja, Basketball nochmal machen, ist ja ein bisschen langweilig. Es gibt jetzt eine Dart-Challenge. Und du bist unsere allererste Kandidatin und darfst dich gleich auf den Rücken von, wenn du möchtest, Wendy schwingen und das Ganze mal ausprobieren. Wir suchen einen neuen Champion. Als Erster kann man ja schon mal nicht verlieren. Ja, genau. Und die Dartscheibe triffst du schon. Bestimmt. Sehr gut. Ich brauche einen neuen Ball. Mein Abwurf ist noch zu tief. Oh! Da können wir mit leben. Also hiermit ist jetzt wirklich offiziell bestätigt, dass ihr zwei das absolute Dreamteam seid. 200 Punkte bei unserer allerersten Dart-Challenge. Also du hast definitiv vorgelegt. Hast du eigentlich geübt vorher? Tatsächlich nicht. Ich war schon froh, dass das mit dem einen nicht galoppieren, so im Linksgalopp so gut ging. Sah ganz schön gut aus. Danke. Vielen, vielen Dank, dass wir heute hier sein durften. Also mir hat es mega viel Spaß gemacht. Danke gerne. für die ganzen Einblicke, die du uns gewährt hast. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Und ich glaube, du hast ja aktuell auch die ein oder andere Anfrage, oder? Ja, tatsächlich wollen häufiger mal Leute kommen. Also wir fühlen uns sehr geehrt, freuen uns natürlich, wenn wir dich in Aachen wiedersehen. Und wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Magazin. Tschüss!